Ja, irgendwie war mein Zuhause immer mein Rückzugsort. Hier will ich mich wohlfühlen, hier will ich mich zurückziehen, aber es muss mich irgendwie auch widerspiegeln. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal gemerkt, alles weiß und grau und fahl, das bin ich irgendwie nicht. Und das hat meine Wohnung auch immer gezeigt. Und jetzt weiß ich, wer ich sein möchte, wer ich bin, wie ich mich entwickle. Und das spiegelt meine Wohnung einfach wider. Ja, am Anfang habe ich halt sehr viel mit naiven Farben gespielt. Das war ein bisschen kindlich vielleicht, sehr bolde Farben, knallig. Ich mag also wirklich tiefe, reiche Farben oder auch entsättigte Farben und der Kontrast damit. Besonders hier ist der Kontrast zwischen so einem Faded Blue und wirklich diesem tiefen, richen Burgundy, was sich nicht nur in der Decke widerspiegelt, das Sideboard und jetzt seit neuestem auch die Couch. Da habe ich mich nie getraut, so richtig zu committen. Es war immer grau, ein bisschen langweilig, weil ich dachte, was ist, wenn sie mir nicht mehr gefällt? Und jetzt weiß ich aber mittlerweile, okay, dunkelrot bleibt und habe jetzt noch mit der Couch auch noch mal mehr Rosatöne ergänzt, weil der Raum mir ein bisschen zu kühl war, gerade weil halt nicht so viel Tageslicht hier reinkommt, weil das Nordseite ist. Jetzt den großen rosanen Teppich, überall nochmal so Akzente, den Spiegel nochmal foliert und auch nochmal da wieder so einen rot-rosa-Ton mit reingebracht. Und den Rest der Wärme mache ich dann über meine geliebten Leuchten. Kombinationen über all die Jahre waren immer ein Gefühl. Also ich habe irgendwie 2, 3, 4, 5 Farben, die ich dann gerade toll finde oder sehe irgendwo einen Kontrast und denke, oh, das ist irgendwie auch spannend und überlege dann, welche Einrichtungsgegenstände passen vielleicht dazu und committe mich dann und dann fange ich an zu streichen. Bei Dunkelrot habe ich so einen Anker. So, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich fühle die Farbe einfach. Kann irgendwie in diese Farbe so eintauchen. Deswegen fühle ich mich in diesem Setting Dunkelrot total wohl. Also ich lebe echt gerne in der Stadt. So Landleben mag ich zwar, so mal ein Airbnb, aber ich könnte mir das nicht auf Dauer vorstellen. Nichtsdestotrotz bin ich super gern zu Hause. Also das ist einfach mein Rückzugsort. Ich höre einfach super gerne an so einem Tag, wo ich keine Pflichten habe, ganz viel Musik. Mache mir eine Tüte Chips dazu oder so auf und lass einfach die Seele baumeln, chill einfach den ganzen Tag und guck nicht auf die Uhr. Da komme ich so richtig zu mir und kann so rechargen. Ich habe festgestellt, im Leben geht es nicht immer nur geradeaus, aber es gibt auch nicht immer nur Wellenbewegung. Also irgendwie ist das Leben sehr kontrastreich und das habe ich hier auch versucht zu übersetzen, dass ich sehr stark runde und organische Formen mit sehr geradlinigen, reduzierten Geometrien gegenübergestellt habe. Und dadurch entsteht für mich halt der Charakter des Raums. Also ich glaube, das Herzstück von der Wohnung ist tatsächlich diese Riesenterrasse mit diesen wunderschönen Fliesen, diesem Balkon, dieses Mauerwerk und dann natürlich der Blick in den Garten. Also diese Tiefe von Grün und Natur findet man in der Stadt einfach nicht. Und ich finde es einfach, das ist wie ein 4. Zimmer und sobald ich irgendwie die Temperatur es zulässt, findet mein Leben auch hier draußen statt. Oder auch wenn ich im Wohnzimmer bin, dann ist es wie so ein Gemälde. Also ich glaube, dass ich schon noch immer sehr dieses Perfektionsstreben habe und gerade wenn irgendwie Besuch kommt, muss immer alles nitty-gritty sein und ich saug noch mal durch und alle Oberflächen abwischen und so. Und ich merke aber auch oder frage mich halt, ist das dann wirklich authentisch Markus? Weil ich weiß, ich bin nicht perfekt und das muss ich auch nicht sein, also muss das meine Wohnung eigentlich auch nicht widerspiegeln. Und ich glaube, da kann ich noch so ein bisschen an den Stellschrauben spielen, zu sagen, ey, komm vorbei, der Wäscheständer steht da zwar noch, aber ist egal, weil ich lebe nun mal auch hier und es ist eben nicht nur eine Bühne für irgendwie mein Interior und das ist auch ein Teil von mir und wenn du mich wirklich kennenlernen willst oder wissen willst, wie ich lebe und wer ich bin, dann gehört halt eben auch mal der Abwasch noch dazu oder irgendwie der unausgeräumte Geschirrspüler. Und wenn ich zulassen kann, dass es nicht perfekt ist, dann ist, glaube ich, auch die Angst nicht mehr so da, meine Wohnung voll und ganz zu zeigen.